Im Experiment haben wir ja sehen können, wie schnell Fake News entstehen können. Ja, ich wundere mich immer noch, wie schnell aus einem Tankwart ein Verbrecher werden kann. Und heute schauen wir uns an, welchen Einfluss Fake News auf Börsenkurse haben, besser gesagt auch Kryptokurse. Hey Edrit, Hallo Jürgen. alter Spezialspezialist, was hast du denn von TikTok für Fake News mitgebracht? Wie anfällig sind Kryptowährungen für Fake News? Kryptos sind extrem volatil. Das heißt, sie sind sehr anfällig gegenüber Fake News. Beispielsweise, wenn ein Tweet kommt von einer Person und es wird verbreitet und man checkt nicht, dass es wirklich nicht der wirkliche CEO dahinter steckt, dann können schon die Kryptos schwanken. Bin ich mal gespannt, wie die Börse das handhabt. Die Börse Stuttgart hat eine Handelsplattform für Kryptowährungen, die nennt sich Bison. Und das Oberbison steht bei mir. Uli, was könnt ihr denn jetzt gegen Fake News unternehmen? Es ist wichtig, haben diese News marktbeeinflussenden Faktor oder nicht. Und wenn sie diesen haben, dann ist es eigentlich eher sekundär, ob sie fake sind oder nicht. Ich möchte ja darauf reagieren können. Nichtsdestotrotz, Fake News sind was Ungutes. Sie verunsichern die Marktteilnehmer und dementsprechend sollte man dagegen vorgehen. Wie filtert ihr denn jetzt die Nachrichten? Wir haben bei der Bison-App den Kryptoradar. Hier filtern wir jeden Tag um die 2 Millionen Tweets zu Kryptowährungen. Ja. Und diese Tweets kommen von entsprechenden Quellen und wir schauen uns eben an, was steht in diesen Tweets drin und welchen Sentiment haben die in Bezug auf die jeweilige Kryptowährung. Und das wird eben maschinell ausgelesen und bewertet. Positiv, negativ, neutral. So, wie ist denn die Stimmung heute? Also hier siehst du jetzt beispielsweise das Sentiment, die aktuelle Stimmungslage zu den bei uns handelbaren Kryptowährungen. In Summe sind alle sehr positiv und auf der guten Seite. Welche goldenen Regeln hast du dann für die Anlegerinnen? Also ich glaube, wenn man in den Markt rein möchte, sollte man sich informieren. Das ist wichtig, die Assetklasse sich anschauen. Und wenn man sich informiert, eben schauen, was ist die Quelle, wer ist der Absender, auch Cross-Check über Mainstream-Medien, sind diese Informationen auch anderswo verbreitet. Dann sollte man auch auf die Art schauen der Information, die verbreitet wird. Sind irgendwelche Links oder Verlinkungen drin, Anhänge, die gegebenenfalls irgendwie Phishing-Charakter haben und einfach mit gesundem Menschenverstand rangehen. Ich glaube, man kann sich da nie dagegen komplett schützen, aber so ein paar Grundregeln kann man beachten, um einfach sensibilisiert an die Sache ranzugehen. Ich kenne es ja noch von früher von der Börse, wer die Nerven verliert, verliert. Ist das immer noch so, auch bei den Kryptos? Krypto ist etwas, das vom Betrachtungshorizont abhängt. Ich glaube, wenn man jetzt im November investiert hat, dann fühlt man sich jetzt nicht gut, weil man ist fast 60% im Minus. Wenn man jetzt aber einen längeren Betrachtungshorizont hat und beispielsweise Bitcoin seit 2009 nimmt, ist man nach wie vor mehrere Tausende von Prozent im Plus. Und ich glaube, also bei mir ist es jetzt so, ich sehe diese Anlageklasse eher als langfristig und bin daher trotz des Rückgangs nach wie vor entspannt. Das war ja jetzt spannend, dass der Wahrheitsgehalt von Nachrichten gar nicht die erste Rolle spielt. Wie denkst du, wie sollten Unternehmen denn mit der Nachrichtenlage umgehen? Genau, das ist es ja. Weil selbst wenn man Nachrichten verbreitet, überprüft man meistens ja die gar nicht, sondern man teilt sie einfach weiter. Deswegen ist es wichtig, eine schnelle Kommunikation sowohl intern als auch extern über alle verschiedenen Channels auch zu machen. Also heute war das so viel Information, ich grübel da heute auch noch mal drüber.